Willkommen zu einem neuen Video vom Teile-Kanal. Nun, ich werde ein kurzes Video machen, das ich aber sehr interessant finde und eine Frage beantworte, die Sie mir hinterlassen haben. Eine Person, die Probleme mit dem Turbo des Motors ihres Autos hatte, weil er hat Öl in den Lufteinlass geleckt. Ich habe gesehen, dass es auf dem Kanal weitere Fragen zu diesem Thema gibt. Kit, auf dem Turbo, Ihnen ist aufgefallen, dass der Turbo ständig Öl in den Lufteinlass wirft. Und Sie fragen sich, warum das passiert? Nun, das passiert normalerweise ganz normal, denn bei Turbos sind es nicht nur die Buchsen auf der Welle des Turbos. Ich erkläre es Ihnen. Sie wissen bereits, dass das Öl, das den Motor schmiert, auch die Turbowelle schmiert. Es kommt durch diese Schraube, Sie sehen, dass die Schraube einige Löcher hat, sie ist innen hohl, das Motoröl tritt dort hindurch ein und so weiter gelangt direkt zu den Wellenbuchsen, die ebenfalls Löcher haben, wo das Öl eindringt. Und es entsteht ein Ölfilm zwischen Buchse und Turbinenwelle, so dass diese sich mit minimaler Reibung drehen kann. Aber was passiert? Das mit der Zeit. Dabei verschleißen nicht nur die Buchsen, sondern auch die Turbinenwelle selbst. Sogar der Ölring, der verhindert, dass das Öl, das die Welle schmiert, in Richtung der Turbine entweichen kann. Er wird als Kolbenring bezeichnet. Und es kommt auch mit dem Turboreparatursatz. Aber dieser Ring reibt auch an diesem anderen Teil. Und das schafft auch Spiel. Also hier, selbst wenn man einen neuen Reparatursatz darauf setzt, wird dieser weiterhin Spiel haben und es wird weiterhin Öl austreten. Und das Schlimmste ist nicht nur, dass, wie ich schon sagte, beim Wechseln der Buchsen auch die Turbinenwelle, die Zentralwelle verschleißt. Naja, was passiert? Zrenie, dass dies nicht der Fall sein wird. Es dreht sich so, wie es sollte, aber es wird sich aufgrund dieser Abnutzung auch seitwärts bewegen. Ich habe bereits gesagt, dass es sowohl hier als auch an dem Teil, in das es eingesetzt wird, verschleißt. Was dies also bewirkt, ist, dass diese Bewegung, die man als Spiel bezeichnet, Spiel hat, was es bewirkt, ist, dass es am Ende dazu führt, dass sowohl die Turbine als auch der Verdichterpropeller an den Einlass- und Auslassgehäusen reiben. Und was dies zur Folge hat, ist, dass in einem bestimmten Moment, nun ja, der Turbo platzt. Das habe ich hier bereits gesagt. Das Schlimmste ist nicht, dass das Öl einfach weggeschleudert wird, was schlecht ist, sondern dass dieses platzt und das Öl beginnt, in den Ansaugtrakt zu gelangen, das Öl in die Brennkammer gelangt und der Motor zwischen Selbstverbrennung und Motor kaputt gehen könnte. Nicht nur der Turbo, sondern auch der Motor selbst. Daher rate ich, dass man immer eine neue Patrone einbauen muss. Denn wie gesagt, nicht nur die Buchsen verschleißen, sondern auch die restlichen Teile des Turbos. Nun, hier hinterlasse ich Ihnen dieses kurze Video. Wenn es für Sie nützlich war, vergessen Sie nicht ein Gefällt mir zu geben und den Kanal zu abonnieren.